Traumland Kanada. Ja, wenn Sie auf der Suche sind nach einem echten Abenteuergrundstück hier in Kanada, dann bleiben Sie dran. Wir gehen jetzt hin und zeigen Ihnen ein tolles Grundstück, das genau das erfüllt. Hallo und herzlich willkommen bei der Golden Lake Estates in Cape Breton Island an der Ostküste Kanadas. Wir, mein Mann Mesh und ich, sind heute unterwegs, um Ihnen ein wirklich bezauberndes Grundstück vorzustellen, ein echtes Abenteuergrundstück hier bei uns in Cape Breton Island, aber dazu gleich mehr. Wir sind hier im Moment unterwegs am bekannten See Brador Lake, den man hier im Hintergrund erkennen kann. Der See ist etwa doppelt so groß wie der Bodensee und bietet alle Wassersportmöglichkeiten. Und wir stehen hier jetzt gerade in Marble Mountain an einem tollen Aussichtspunkt, den wir Ihnen einfach mal die Aussicht zeigen wollten. Marble Mountain gibt es übrigens auch einen wunderbaren Strand, der bei den Kanadiern total beliebt ist. Nicht nur bei den Kanadiern, bei allen sehr beliebt ist. Da hat es richtig weiß glitzernden Strand mit türkisfarbenem Wasser im Sommer. Es ist wunderschön. Ja, und auf der Fahrt zu unserem Grundstück, das wir Ihnen heute zeigen wollen, kamen wir hier direkt vorbei und wollten Ihnen natürlich diese Aussicht nicht vorenthalten. Es ist übrigens Ende Dezember, wenn wir dieses Video drehen, und wir bekamen in den letzten Tagen ganz oft die Frage: Oh Gott, Nordamerika wird von einem Wintersturm heimgesucht, wie geht es euch? Uns geht es ganz wunderbar. Wir hatten bisher noch sehr wenig Schnee, es war noch nicht besonders kalt. Man sieht es, die letzten beiden Tage hat es ein wenig geschneit, es ist eine leichte Pulverschicht zu sehen. Es ist eine herrliche Winterlandschaft und es ist auch nicht allzu kalt. Wir haben heute um die 9 Grad, nicht 9 Grad, um die 0 Grad. Die Sonne scheint herrlich, blauer Himmel, und wir haben den Tag genutzt, um mal wieder einen Ausflug zu einem unserer Grundstücke zu machen. Und da fahren wir jetzt hin und zeigen Ihnen gleich mehr dazu. Wir haben jetzt gleich unser heutiges Ziel erreicht und biegen jetzt hier rechts ab in eine private Anliegerstraße. Links ist übrigens ein Haus, habe ich jetzt verpasst. Da wohnen bereits die ersten Leute hier oben, und wir biegen jetzt aber hier nach rechts ab in diese private Anliegerstraße hier. Und das Grundstück, das wir Ihnen heute vorstellen wollen, liegt hier ganz ruhig am Ende dieser privaten Anliegerstraße. Und wir finden das total schön. Die ist schon ein bisschen eingewachsen, die hat so Allee-Charakter, die Birkenbäume hier rechts und links. Und ja, und die Gegend hier ist übrigens sehr, sehr beliebt, auch bei internationalen Gästen. Es gibt hier ganz viele deutschsprachige Nachbarn, es gibt hier aber auch Kanadier, es gibt hier Amerikaner, es gibt hier Vollzeitbewohner, es gibt hier aber auch viele Urlauber, die hier ihre Urlaubshäuser haben und beispielsweise den gesamten Sommer hier verbringen, was natürlich auch eine Möglichkeit ist. Ja, sodass es hier also bunt gemischt ist, und heute möchten wir Ihnen ein absolutes Abenteuergrundstück vorstellen, wie wir finden. Das Grundstück, das hat knapp über 9.300 Quadratmeter, ist relativ eben und ist mit einem ganz, ganz tollen Mischwald bewaldet. Und das Grundstück befindet sich jetzt hier auf der rechten Seite, und da werden wir jetzt gleich einen Spaziergang unternehmen.
Wir sind jetzt ausgestiegen und ich gehe hier gerade am Grundstück entlang. Das Grundstück befindet sich hier auf der rechten Seite von uns. Und ich gehe jetzt gerade die letzten Meter hier noch bis zum Wendekreis, bis zu dieser Sackgasse, dieser Erschließung nochmal zu Fuß, um Ihnen das zu zeigen, wie schön das hier ist. Es ist Winter, es hat natürlich keine Blätter an den Bäumen, aber es ist wie gesagt ein wunderschöner Tag. Und der Vorteil ist, wenn man im Winter Grundstücke besichtigt, dass man natürlich ganz, ganz toll einfach durch das Gelände durchschauen kann. Man sieht unheimlich viel und wie man hier sieht, am Ende dieses Wendekreises, hier gibt es bereits Einfahrten. Man sieht im Hintergrund, da steht auch schon ein Haus. Hier auf der linken Seite ist noch eine weitere Einfahrt. Das heißt, im Sommer ist hier auf alle Fälle Leben. Man ist hier also nicht alleine. Und ich mache mich jetzt einfach auf den Weg und werde mal ein Stück durch das Grundstück durchgehen und Ihnen mal die Schönheit dieses Grundstückes zeigen. Wir sind jetzt hier ins Grundstück reingegangen, beziehungsweise an der Grenze. Auf der rechten Seite sieht man das Grundstück und ich finde, es ist ein absoluter Traum. Es ist ein echtes Abenteuergrundstück. Es ist ein ganz, ganz toller Mischwald, allerdings nicht so dicht. Man kann hier also auch ohne Probleme durchgehen. Es gibt unheimlich viele Birken hier. Es gibt Tannen, es gibt Fichten, es gibt Ahornbäume. Und warum wir das jetzt als Abenteuergrundstück bezeichnet haben, es ist ein absoluter Traum, wenn man sich vorstellt, man hat hier auf diesem Grundstück sein Cottage, sein Ferienhaus, sein Cabin, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Man sitzt hier, man kann hier sein eigenes Brennholz schlagen, man sitzt hier an langen Winterabenden, ja, so wie es jetzt ist hier, leicht schneebedeckt und hat es trotzdem nicht weit auch zum nächsten Gewässer. Man kann angeln gehen, man kann fischen gehen, man könnte hier auch jagen gehen in der Umgebung. Auch das wird hier gemacht. Es ist ein absolutes Abenteuergrundstück. Man kann von hier aus mit dem ATV auf Tour gehen. Man kann also unglaublich viel unternehmen. Und wenn ich hier gerade durchgehe, fällt mir auf, habe ich gerade eine ganz tolle große Birke gesehen. Da werde ich gleich nachher nochmal direkt hingehen. Auch größere Ahornbäume. Und ich werde jetzt hier einfach mal noch ein Stück weitergehen und dieses Grundstück umrunden und werde die großen Birken, da hat es nochmal eine ganz tolle große Birke im Hintergrund, da werde ich gleich auch nochmal hingehen. Ja, Sie hören schon, ich bin selbst mal wieder total begeistert. Ich liebe Bäume und insbesondere, wenn es große, alte Bäume sind, die unglaublich viel Geschichte beinhalten. Also, bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Ja, das ist die Birke, die ich hier gerade aus der Entfernung gesehen habe. Die hat einen richtig schönen, dicken, alten Stamm. Da steckt richtig viel Geschichte drin, wie ich finde. Und so einen Baum gilt es natürlich zu erhalten. Das ist keine Frage. Es ist hier übrigens eine ganz, ganz tolle Atmosphäre heute. Dadurch, dass der Waldbestand ein wenig lichter ist, sieht man den blauen Himmel im Hintergrund. Die Sonne scheint durch. Der leichte Pulverschnee, der Neuschnee glitzert. Es hat einfach eine wunderschöne Atmosphäre, wie ich finde. Und wenn ich hier gerade mal nach links schwenke, dann sieht man, was ich meine. Das Grundstück ist irgendwie von der Topografie her ganz interessant, leicht hügelig, aber dennoch eben. Hier im Hintergrund sieht man übrigens noch eine weitere große Birke unter anderem. Also ich finde es irgendwie total schön hier. Es fühlt sich unglaublich toll an hier im Moment. Ich gehe hier gerade noch ein bisschen mitten durch das Grundstück durch, denn ich finde, hier eignet sich das Grundstück auch super gut für einen Gemüseanbau beispielsweise. Ne? Wenn man zum Beispiel sich Hochbeete anlegen möchte, ein Gewächshaus sich hinstellen möchte, vielleicht sogar Obstbäume pflanzen möchte. Man hat zum einen wirklich genügend Platz auf diesem Grundstück und es ist relativ einfach zu bearbeiten. Und gerade Hochbeete bieten sich hier an, da kann man die Pflanzsaison noch ein bisschen verlängern. Also man kann hier auch sehr viel in Autarkie machen, Selbstversorgung. Die Größe reicht absolut aus, um das darstellen zu können. Und auch, ich würde sagen, das Gelände bietet sich an, die Lage ist traumhaft. Und man kann sich hier gut vorstellen, nicht nur sein eigenes Holz zu schlagen, sondern eben auch tatsächlich eigenes Gemüse, eigene Obstbäume, vielleicht sogar noch ein paar Hühner für die Eierversorgung sich hier anzulegen. Also ich komme hier aus dem Träumen im Moment gar nicht mehr raus und plane in meinen Gedanken hier schon, was man tun könnte auf diesem tollen Grundstück hier.
Vielleicht noch mal ein paar Fakten. Wie bereits berichtet, ist das Grundstück ja knapp über 9.300 Quadratmeter groß. Es ist natürlich vermessen, wie Sie es von uns gewohnt sind. Es ist auch für eine Bebaubarkeit bereits genehmigt. Und das Schöne ist, wir haben hier ganz in der Nähe, fußläufig erreichbar, einen Wasserzugang, einen Gemeinschaftszugang, ja, den alle Anwohner hier nutzen können, um ans Gewässer zu kommen, um angeln zu gehen, um ein Kajak zu Wasser zu lassen beispielsweise. Und da fahren wir jetzt gleich noch hin und nehmen Sie mit und zeigen Ihnen auch noch diese Möglichkeit, ja, was bei diesem tollen Grundstück hier mit dabei ist. Und wir gehen jetzt hier geradeaus noch ein Stück zurück. Man kann das hier auch ganz gut erkennen. Das Grundstück, die Grenzen sind mit den roten Bändern markiert und im Hintergrund sieht man jetzt schon wieder, ja, die private Anliegerstraße. Und da gehen wir jetzt hin und dann fahren wir zu dem Gemeinschaftsgrundstück am Wasser. Ja, und während ich hier noch gerade ein paar Schritte durchs Grundstück durchgehe und einfach die Ruhe, die Natur, die Bäume hier genieße, fliegt mein Mann übrigens gerade noch einige Luftaufnahmen mit der Drohne, denn es ist auch immer super interessant, sich das Ganze mal von oben anzuschauen. Und die Aufnahmen werden wir natürlich hier in dem Video auch gleich für Sie einblenden. Ja, ich genieße gerade hier echt die Ruhe. Ja gut, die Drohne fliegt gerade über mir, aber ansonsten ist es einfach wunderbar, die Atmosphäre hier, diese Ruhe, diese Natur. Und man sieht jetzt, glaube ich, auch ganz gut, was ich angesprochen habe. Man kann hier ganz wunderbar durchgehen. Es ist ein bisschen ein lichterer Baumbestand und dadurch, dass die Bäume keine Blätter dran haben, sieht man wirklich super durch das Grundstück durch. Ja, und kann einfach die gesamte Topografie, die gesamte Struktur dieses Grundstücks einfach ganz wunderbar erkennen. Ja, und jetzt packen wir hier gleich zusammen und dann geht es weiter zum Gemeinschaftsgrundstück am Wasser. Ja, in nur wenigen Minuten zu Fuß kann man hier unseren Gemeinschaftszugang zum Wasser erreichen. Wir gehen hier jetzt gerade den Weg herunter und Gemeinschaftszugang am Wasser bedeutet hier, das ist ein Grundstück direkt am Ufer des Sees, des Braddock Lakes, beziehungsweise an einer der vielen Buchten, die übrigens sehr geschützt ist. Und hier kann man, ja, runterfahren mit dem Auto. Hier kann man sein Boot zu Wasser lassen. Da gibt es eine kleine Slipanlage. Hier gibt es einen Strand. Dann kann man den Tag am Strand verbringen. Man kann schwimmen gehen. Man kann angeln gehen. Dadurch, dass es eine geschützte Bucht ist hier, kann man auch super Kanu oder Kajak fahren. Hier in der Bucht nisten übrigens auch Weißkopf-Seeadler. Und gerade wenn man dann ganz ruhig mit dem Kanu oder dem Kajak unterwegs ist, kann man die oft auch auf den Bäumen sitzen sehen und sie beim Fischen beobachten. Also ein weiteres Abenteuer hier bei unserem Abenteuergrundstück. Und wir gehen jetzt gerade mal zu Fuß runter. Hier kann man natürlich auch mit dem Auto fahren. Da kann man auch mit seinem Bootsanhänger runterfahren, kann hier auch parken und ja, kann sich einfach einen schönen Tag hier direkt am Strand machen, am Gewässer machen. Und das ja in unmittelbarer Nähe des Grundstückes. Also ein weiterer großer Vorteil dieses tollen Grundstückes. Das war unser heutiger Ausflug zu unserem Abenteuergrundstück hier im Traumland Kanada. Wenn Sie gerne mehr zu diesem Grundstück erfahren möchten oder auch zu unseren weiteren Grundstücken, wir blenden hier gleich unsere Webseite ein, unsere Kontaktdaten. Melden Sie sich einfach. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Ja, und wenn Ihnen das Video heute gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer sehr über einen Daumen hoch oder auch über einen netten Kommentar, wenn Sie schon mal hier gewesen sind, bei Marble Mountain vielleicht schon mal gebadet haben. Dann lassen Sie uns wissen, wie es Ihnen hier gefallen hat. Ja, und wenn Sie auch sonst gerne an unseren Videos interessiert sind und keines verpassen möchten, abonnieren Sie einfach unseren Kanal, aktivieren die Glocke, dann sind Sie immer aktuell informiert, was es hier von uns gibt, von der Golden Lake Estates aus Cape Breton Island an der Ostküste Kanadas. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, alles Liebe und Gute von uns und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!